Heute wollte ich einmal über Klingen sprechen, und zwar einmal die Standardklinge und die sogenannte Rasmusklinge, die es da draußen gibt. Hier unten haben wir die Standardklinge, hier oben die Rasmusklinge, und heute geht es um Leuchtkraft natürlich, Einsatzgebiet und die dahinterliegende Technik. Ja, wo fangen wir an? Wir fangen als erstes mit den Messwerten an, die ich gerade aufgenommen habe. Das habe ich mit meinem Handy gemacht, das auch gerade dieses Video aufzeichnet. Deswegen kann ich es euch nicht praktisch vorführen. Aber bei der Standardklinge kam ein Wert von 7 bis 8 Lux raus und bei mir kam ein Wert von 15 Lux raus, was fast doppelt so viel ist. Licht ist auch immer mal wieder subjektiv. Jeder nimmt Licht anders wahr, aber einen Messwert kann man eigentlich nicht fälschen. Und meine Erfahrung, die Erfahrung von vielen anderen, die diese Klinge gekauft haben, ist, sie ist schon deutlich heller. Ja, fangen wir direkt mal an. Ich mache mal gerade das Licht hier aus und fange mit der Standardklinge an. Das Ganze liegt hier jetzt auf schwarzem Schaumstoff, der wenig Licht reflektiert. Das Ganze kann man dann gleich auch ein bisschen vergleichen. So, das merken wir uns jetzt einfach mal und benutzen auch das gleiche Lichtschwert. So. Hier geblieben. So, hier sieht man halt, dass der schwarze Schaumstoff doch deutlich mehr Licht reflektiert. Schwarz ist gut, reflektiert nicht wirklich Licht, aber wir sehen hier eine deutlich höhere Abstrahlung des Lichts als bei der anderen Klinge. Ich kann das auch noch mal kurz wechseln. So. Genau, einmal das dazu. Die Werte habe ich ja schon genannt. Wir können sie auch gleichzeitig einmal reinstellen. Ich habe hier noch einen zweiten Griff. Der Unterschied der Griffe ist lediglich der, dass wir hier einmal einen Profi haben mit einem anderen Style, der es ein bisschen mehr Flackern hat, und hier haben wir einen Golden Harvest. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass beide grün leuchten sollen. Und so, ein bisschen nach oben. So, nochmal hier die Erasmus-Klinge, hier die Standardklinge. Und man sieht hier auch schon einen deutlichen Unterschied. Klar, Licht auf einem Video wiederzugeben ist immer schwierig. Das lässt sich leider nicht verhindern. Aber es ist schon so, dass diese Klinge einfach deutlich heller ist. Vor- und Nachteile. Das liegt nun an der Technik. Mal sehen, ob wir das irgendwie zeigen können. Hier nicht. Ich benutze die Fusionsfolie, das sieht man hier. Und die Standardklinge benutzt diesen schönen Schaumstoff. Schaumstoff, Vorteil, bessere Lichtverteilung, man hat weniger Seitenschatten. Der Stripe liegt auch etwas stabiler in der Klinge. Ich spanne das Ganze über die Länge. Man sieht hier, das Licht wird hier schön gleichmäßig verteilt. Ich habe natürlich auch eine Schnittkante an einer der Seiten, aber ebenso wie der Seitenschatten selber, der etwas stärker bei meiner Klinge ist. Die Leuchtkraft, die ihr auf der Vorder- und Rückseite habt, die ist einfach so groß, dass das Ganze überstrahlt wird. Da achtet ihr nicht drauf, wirklich. Es tut schon in den Augen weh, wenn ihr im Dunkeln das Ding anmacht und da direkt reinguckt, dann werdet ihr geblendet. Und ja, ein Lichtschwert soll nun mal leuchten. Was hatten wir? Leuchtkraft habe ich klar gemacht, denke ich. Einsatzgebiete. Mit der Standardklinge könnt ihr sicher ein bisschen mehr drauf hämmern als mit meiner Klinge, aber große Unterschiede gibt es da auch nicht. Die beiden sind gleich verkabelt. Die eine liegt ein bisschen fester im Schaumstoff als meine, aber das ist es auch schon. Wenn ihr drauf loshauen wollt, dann kauft ihr euch immer ein Lichtschwert mit einer In-Hilt-LED und einer leeren Tube, also mit einer leeren Klinge praktisch, die nur von unten beleuchtet wird. Worüber ich noch gar nicht gesprochen habe, ist das Gewicht der Klinge. Die Standardklinge wiegt normalerweise bei ca. 300 Gramm. Meine Klinge liegt bei 190 bis 200 Gramm. Also das sind schon mehr als 30%, die ihr weniger tragen müsst. Und beim Schwingen macht sich das schon deutlich bemerkbar. Hinzu kommt halt noch, dass das Gewicht natürlich abhängig ist von der Länge. Aber die könnt ihr bei mir immer selbst bestimmen. Also wenn ihr eine Klinge haben wollt, die nur 70 cm lang ist das überhaupt kein Problem. Also es muss nur unter einem Meter bleiben. Ja, wo bekommt ihr denn jetzt die Klinge am Ende des Tages? Ihr könnt das gerne weitermachen über kleinanzeigen.de. Da ist die Anzeige geschaltet, schon ein paar Jährchen, hin und wieder erneuere ich die. Oder ihr tretet in Kontakt mit mir über www.derlichtschwertschmied.de.
Da könnt ihr auch einfach ins Kontaktformular eure Anfrage stellen und dann beantworte ich das doch sehr schnell. Das waren die letzten Details, die ich zu der Klinge habe. Wenn ihr noch Fragen habt, nutzt einfach die Kommentarfunktion unter dem Video. Vielleicht habt ihr ja auch schon eine Klinge gekauft und habt positive oder auch negative Erfahrungen sammeln können. Teilt diese gerne, ich freue mich immer über Feedback und die anderen User sicher auch über Erfahrungsberichte. Ich danke euch fürs Zuschauen.